Wir sind aus den Niederlanden gekommen und fahren jetzt in Richtung Köln. Und zwar wollen wir nach Zülpich zu einem Stellplatz, den es dort an einem See gibt. Den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Bevor ich jetzt loslege mit dem Stellplatz in Zülpich, möchte ich euch noch ein paar Bilder zeigen von einem Stellplatz in den Niederlanden, den wir vorher genutzt haben. Ein einfacher Platz, aber vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Und zwar liegt dieser Platz nicht weit entfernt von der deutsch-niederländischen Grenze, und zwar in Höhe von Kleve, also schnell von Deutschland aus zu erreichen. In den Niederlanden gibt es ja viele Stell- und Campingplätze oder Mini-Campingplätze an landwirtschaftlichen Betrieben, und dazu gehört dieser auch. Jetzt sehen wir gleich auf der rechten Seite ein Gebäude, das gehört zum landwirtschaftlichen Betrieb, hier auf der rechten Seite, und gegenüberliegend sehen wir jetzt schon die Einfahrt zum Stellplatz. Noch ein Blick auf die Karte, der Ort heißt Herpen und ist ein kleiner Ort, dort in der Nähe liegt dieser Stellplatz. In den Niederlanden gibt es viele von diesen kleinen Stell- und auch Campingplätzen, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehören. Hier an der Zufahrt sehen wir jetzt die End- und Versorgung. 12 Stellplätze gibt es hier, aber ich denke, es sind auch noch ein paar mehr. Es geht nämlich hier einmal auf der linken Seite, wo die Mobile hier stehen. Dort gibt es parzellierte Flächen, und auf der rechten Seite ist eine Wiese. Dort ist unparzelliert. Dort können auch noch einige Fahrzeuge stehen. Der Platz kostet 16 Euro. Strom gibt es auch, kostet extra 3 Euro pauschal. Der Stellplatz ist nicht weit entfernt von dem Fluss Maas. Wir haben Mitte Juni hier 2 Nächte auf diesem Stellplatz verbracht. Es war schön ruhig dort. Man kann auch sehr schön mit dem Fahrrad hier fahren. Die Maas ist nicht weit. Dieser Platz ist geöffnet vom 1. April bis zum 31. Oktober. Für uns ging es dann nach 2 Übernachtungen weiter Richtung Süden, und zwar in Richtung Köln. Und südwestlich von Köln liegt die Stadt Zülpich, und dort gibt es einen Stellplatz, und den wollen wir auch als Etappenplatz nutzen. Dieser Stellplatz liegt in unmittelbarer Nähe des Zülpicher Sees. Wir sind jetzt auf der direkten Zufahrt zum See und zum Stellplatz. Wir haben ja Mitte Juni, hatte ich glaube ich schon gesagt, wir haben den 17. Juni, es ist ein Dienstag, und wir kommen hier etwa in der Mittagszeit an diesem Stellplatz an. Man sieht jetzt die ersten Wohnmobile hier auf der rechten Seite. Hier befindet sich ja ein großes Freizeitgelände, deshalb sehen wir hier geradeaus auch große Parkflächen, die allerdings für PKWs vorgesehen sind. Hier bei der Einfahrt sieht man ganz kurz schon mal den See. Es handelt sich um einen größeren Stellplatz. Bis zu 60 Mobile haben hier Platz. Eine Parzellierung gibt es hier nicht. Ich glaube, man kann es schon so erkennen, hier haben auch größere Wohnmobile ausreichend Platz. Es gibt hier 2 Bereiche. Wir fahren jetzt durch den vorderen Bereich. Hier gibt es Bäume und hat man eventuell auch ein bisschen Schatten, je nachdem wie man steht. Und jetzt fahren wir in den hinteren Bereich, und dort ist eher weniger Schatten. Es gibt zwar auch Bäume hier, aber die Plätze sind meistens sehr sonnig hier. Wir treffen hier unsere besten Freunde, Lisa und Horst. Die stehen hier schon auf dem Platz, sind schon eine Nacht länger hier. Wir wollen dann weiter gemeinsam an die Mosel fahren. Wir haben uns gegenüberliegend hingestellt zu Lisa und Horst. Beide haben wir die Markise rausgefahren, denn es ist sehr warm. Leider haben wir auch wenig Zeit, das heißt, wir müssen am nächsten Tag weiter.
weil wir an die Mosel zu dem großen Treffen wollen. Und deshalb haben wir wenig Zeit, die Stadt uns anzuschauen, was natürlich ein bisschen schade ist. Lisa und Horst haben uns davon berichtet und haben erzählt, wie schön die Stadt ist und sie ist sehenswert. Hätte man sich eigentlich ansehen müssen, aber manchmal klappt es einfach nicht. Zur Bezahlung des Platzes bin ich zum Eingang oder zur Einfahrt gelaufen und hier steht ein Parkautomaten. Hier kann man mit Karte, also mit SEPA bezahlen. Ich nehme an, dass das die EC-Karte ist. Ich habe bar bezahlt, also mit Hartgeld. Man muss hier 12,50 € dann in Münzen einwerfen. Das ist der Preis für die Platzgebühr. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einer App, mit der EasyPark-App hier zu bezahlen. Ich habe so eine App nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob die nicht vielleicht auch kostenpflichtig ist. Horst hat dann mit Karte bezahlt, hat erst die Visa versucht, geht natürlich nicht. Hat dann nochmals versucht mit der EC-Karte und da hat es dann funktioniert. Moment. Ja. 50 € oder was sagt er? 12,50 € anhaken. Select Time. Ein Komplett-Ticket. Ist das ein Wunder der Technik? In der Platzgebühr ist der Strom enthalten. Es gibt Stromanschlüsse auf dem Platz. Gegenüber von dieser Einfahrt zum Stellplatz ist die End- und Versorgung. Alles sehr großzügig, also auch für größere Fahrzeuge kein Problem. Man kann durchfahren und braucht nicht lange rangieren. Was ich gesehen habe, oder vermute das zumindest, dass man die Kassette auch im Bodeneinlass entleeren muss. Das ist natürlich nicht so ideal. Wasserzapfen ist wie gehabt, kennen wir alle, unten der Hahn. Oben haben wir eine Start-Stopp-Taste und dann Münzen einwerfen. Das Schöne ist hier, man kann auch kleine Münzen, das heißt 10 Cent einwerfen und bekommt dann die entsprechende Menge an Wasser. Von der Entsorgung aus hat man einen Blick auf eine Parkfläche, die ist für PKWs und zwar für den Badestrand. Der Badestrand, wenn man den betreten will, ist kostenpflichtig, kostet für Erwachsene 8 €. Wir waren dort nicht, wir hatten einfach zu wenig Zeit. Man kann nicht überall an den See, teilweise gibt es Zäune. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Hafen für Segelboote. Dort kann man nicht so ohne weiteres hin. Aber es gibt die Möglichkeit über den Stellplatz, dort gibt am Rande so einen kleinen Wald. Und dort gibt es einen Weg, dort kann man dann an den See gehen. Dort gibt es auch Wandermöglichkeiten. Bis zur Stadt Zülpich sind es 2 bis 3 Kilometer. Wir mussten noch einkaufen, deshalb sind wir dann mit den Fahrrädern gestartet und zum Einkaufen gefahren. Die Stadt Zülpich ist eine ehemalige Römerstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ich kenne das Ganze natürlich nur von Bildern und von Fotos. Wäre gerne dorthin gefahren und hätten uns gerne die Stadt angesehen, aber uns fehlte einfach die Zeit. Wir fahren hier auf einem Fahrradweg, der zur Stadt hinführt. Vorbei kommen wir an dem Strandbad hier. Hier ist der Eingang. Und hier gibt es auch eine Bar, also ist auch nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Die Einkaufsmöglichkeiten sind etwa vom Stellplatz aus 2 Kilometer entfernt. Es war in diesen Tagen sehr heiß, deshalb sind wir erst auch am Abend zum Einkaufen gefahren. An diesem Standort gibt es verschiedene Supermärkte, Discounter und Einkaufsmöglichkeiten. Nachdem wir vom Einkaufen zurück waren, haben wir gemeinsam mit Horst und Lisa gegrillt und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Nächster Morgen, wir haben gut geschlafen und es ging für uns weiter. Der Platz war während unseres Aufenthalts gut besucht, aber es gab immer noch ausreichend freie Plätze. Man sieht es ja hier auch, es sind noch viele Flächen hier frei. Lisa und Horst haben schon entsorgt, wir werden jetzt gleich auch noch entsorgen und dann geht es für uns beide weiter Richtung Mosel. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.